Heute erkläre ich mal die Bestandteile von Rucksacktaxi. Ich mache zu meinem YouTube-Kanal eine Google-Tabelle, die euch die ganzen Wanderungen und Touren, die ich schon gemacht habe, in einer Liste übersichtlich zeigt. Da ist nur mal ganz wichtig vermerkt, ich bin kein Bergführer, ich mache das als Privatperson. Ihr könnt euch natürlich nicht auf alles verlassen, blind vertrauen, was ich da mache. In vielen Fällen hat schon gesagt, dass, sage ich mal, so manches Autonavi in einen Supermarkt reinplant und die Leute fahren dann wirklich in die Tür rein. Das gilt da bei mir genauso, das geht nicht. Ihr könnt euch nicht nur auf mein Video verlassen und es geht auch so, dass man dann, das seht ihr gleich noch, ruhiger mal erst was Einfacheres von mir zum Vergleichen nehmen kann und sich dann überlegt, ob man was nachgemächt oder nicht. Was ist Rucksacktaxi? Da sind wir eben beim Thema. Der Versuch, dein Wandernavi oder eine Wanderkarten mit kurzen Videos zu ergänzen. Das ist kein Ersatz dafür. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, euch ein Bild der Tour zu machen, um selbst zu entscheiden, ob es die richtige für euch ist. Es gibt alles auf Komoot oder Alpenverein aktiv, Outdoor aktiv als Tour herunterzuladen, dann passt es eben genau zu meinen Bildern. Wer wirklich Touren von mir nachgeht, kann das gern nutzen. Andere Neuerungen in Videos oder in der Listen gibt es dann da herunten. Das Neueste jetzt ist eine Liste mit alle Almen und Hütten. Ihr seht, es ist da eine Übersicht, die ist normal alphabetisch geordnet. Wenn es mal nicht ist, dann könnt ihr das selber von A bis Z sortieren, dann sind die alphabetisch geordnet. Da gibt es immer die Höhenlage von der Alm, da gibt es vielleicht mal ein Hüttentelefon oder eine Website zu verschiedenen Hütten, eventuell wo man dann Übernachtung ja oder nein buchen kann. Und da bin ich dabei, das wird lang dauern, bis die Liste vollständig ist. Gibt es dann zur jeweiligen Hütten auch eine Tour-Verlinkung, damit man also auch nach Hütten eine Tour finden kann. So viel zu dem Thema. Das nächste ist dann das Herzstück, so hat eigentlich alles angefangen mit der Liste. Und zwar für mich damals mit einer Kategorie, wie viele Tage soll ich besser warten nach Regen, bis ich die Tour gehe, weil es sonst halt auffällig rutschig ist oder dreckig, muss das unbedingt sein. Und dann habe ich mir irgendwann mal angefangen, dass ich mir das aufschreibe. Wie lange dauert es, bis das ein bisschen abtrocknet ist? Und jetzt ist es einfach erweitert. Das Datum, wann bin ich die Tour gegangen, gibt euch auch schon mal einen Anhaltspunkt, ob das wirklich für die Jahreszeit geeignet ist. Es war eine reine Gipfeltour oder war es wie da, kann man ein bisschen größer machen, Gipfel- und Hüttentour, da wo man also auf eine Hütten gehen kann und vielleicht noch einen Abstecher auf den Gipfel, wenn man Lust hat. Reine Hüttenwanderungen. Es gibt auch Skitouren und Rodeltouren. Und dann ist natürlich die Frage, wir sind am Parkplatz gestartet, es ist eine direkte Variante, wir sind auf dem Heiberg am Kaiser gegangen, es ist das Blatt 136 und da die Einkehrmöglichkeit, die Höhenmeter, ihr könnt da wieder die Touren nach Höhenmeter sortieren oder eben die mit ganz viel Höhenmeter zum Beispiel, sagen, die brauchst man gar nicht anzeigen. Dann haben wir auch das Ganze mit Kilometer, Streckenlänge. Wenn du sagst, na, ich bin ja nicht so verrückt und gehe 17 Kilometer, naja, dann kannst du das natürlich da auch ausfiltern. Dann wird das schon weniger. Der Anspruch, das ist von mir Einschätzung zum Schwierigkeitsgrad, weil es mich geärgert hat, dass auf Outdoor aktiv oder Komoot zur selben Tour so viele unterschiedliche Bewertungen drin sind, dann kennt man sie genauso wenig aus, als wenn gar nichts da steht. Das T1, T2 und so weiter, wie es in die Karten steht, das ist mir zu grob. Drum bei 1 kannst du davon ausgehen, das geht mit dem Kinderwagen auch noch. Da kann man einen Kinderwagen aufschirmen und bei 5, naja, da hat man dann schon ein bisschen schmalere Steige. Man muss einmal wo drüber steigen. Vielleicht ist ein abschüssiges Stück dabei. Da steht es zum Beispiel am Gipfel, ist doch relativ ausgesetzt. Wenn jetzt jemand sagt, mir langt es auch, wenn ich bis vor den Gipfel gehe, weil da so eine schöne Wiesen ist, dann setze ich mir da zur Brotzeit hin, dann kann der die 5 auch gehen. Aber es ist halt immer die Frage, kann man unterschauen, ist man schwindelfrei, ist man so trittsicher, dass man dann eine Bewertung 5 gemächt. Bei einer Bewertung 6 sind halt mehrere abschüssige Stücke dabei oder steinig, vielleicht wo es immer ein bisschen rutschig ist, wo ich sage, ja, da wird es halt nie so ganz trocken, dann bewerte ich das einmal her. Da wo man sich halt leichter die Haxen brechen kann. Dann haben wir Fitness. Naja,
Es wird nicht immer genau stimmen, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie es an dem Tag gegangen ist, aber ihr seht es auch an der Zeit ein bisschen, wenn es unter 4 Stunden möglich ist, das ist immer die Zeit von Parkplatz bis Parkplatz. Und bei mir sind natürlich dann noch die Zeiten drin, wo ich mal irgendwo raufgehe, Kamera aufstehe, wieder runtergehe, dann mache ich die Aufnahme, dann muss ich oft wieder ein Stück runterlaufen, die Kamera holen. Und die Zeiten sind alle drin. Dann ist die Frage, kann ich da öfter Leute mit Kindern beobachten? Wenn ja, dann steht da öfter, selten. Oder eben einmal nur für Geübte. Weil da muss man dann Kinder rechnen, schon mal eine Tour mit fast 6 Stunden, die müssen schon öfter dabei gewesen sein, sonst macht das keinen Sinn. Auch oft noch mal eine kleine zusätzliche Bemerkung, ist eine Bahn verfügbar und dann, wie gesagt, die Geschichte mit der Nässe. Ich denke, das gibt eine ganz gute Übersicht und dann schauen wir vielleicht mal ein Beispiel an, wie jetzt die aktuelle. Da gibt es jetzt eben nochmal das Datum, wann bin ich es gegangen, alles nochmal ein bisschen detaillierter und verschiedene Höhenangaben, da sind wir also neben der Großpointeralm, dann weiß man, ja, wir sind noch richtig am Weg. Und dann passt es vielleicht wieder zu dem, was man sich aus dem Video an Bilder gemerkt hat. Und dann natürlich der Höhenunterschied und aber auch der gegangene Höhenunterschied. Das kann ja voneinander abweichen, wenn es in der Natur zwischendurch bergab geht. Das andere haben wir vorhin in der Übersicht schon gesehen. Und da gibt es halt dann noch den Link zu Komoot, den Link zu Outdoor Aktiv, den Link zum Video. Da braucht es nicht extra nach YouTube wechseln, sondern da öffnet sich ja automatisch ein zweites Fenster. Und dann da unten die Variante. Das ist eine Bemerkung da oben drin, wer genau geschaut hat. Siehe Varianten. Was die Schwindelfreiheit betrifft, ist sie in der Tour nötig, wenn man von Walchsee am Brand startet. In der Variante, da können wir ja kurz mal hinwechseln. Das ist also rein eine Verlinkung in der ganzen Datei. Und da sieht man, Schwindelfreiheit ist auch erforderlich, aber eben nur am Gipfel. Und die Trittsicherheit, die außergewöhnlich höher sein soll wie im Durchschnitt, auch da Einkehrmöglichkeit im Sommer. Also, wann die Hütten offen haben, da kümmert euch bitte selber. Wenn ich es weiß, schreibe ich es rein, immer weiß ich es nicht. Und da ist auch noch eine Bemerkung drin, dass man zum Beispiel in dem Bereich ca. 30% Hangneigung hat. Also nicht nur Skitourengeher können in Lawinengefahr kommen, sondern auch Wanderer und vor allem auch Schneeschuhwanderer. Da muss man sich gut überlegen, ob man von der Hager Alm dann den Hang quert oder nicht. Das ist nicht zu jeder Zeit zu empfehlen. Dann haben wir eben da auch wieder Videos, da gibt es schon mehr. Ihr seht es, Fuß mit ein bisschen Schnee. Dann als Skitour bin ich einmal gegangen. Und zuletzt, 2024, im Sommer eine schöne Wanderung. Und dann gibt es eben wieder das entsprechende Video auf YouTube dazu. Ich hoffe, ich habe euch meine Listen einigermaßen gut vorstellen können. Da kommt man natürlich auch wieder zur Beschreibung zurück und kann, wenn man irgendwie noch mal eine Idee hat, wie gesagt, gern einmal was schreiben. Das geht nicht über die Kommentare, das kann niemand lesen außer mir und E-Mail-Adressen werden sowieso nicht gesammelt. Also viel Spaß bei der Nutzung meiner Liste und ich freue mich, wenn es genutzt wird. Das macht nämlich sehr viel Arbeit und auf den einen oder anderen Hinweis von euch freue ich mich auch.